Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und zeige heute mal wieder ein Auspackvideo über ein Erwachsenenspielzeug von Märklin. Es handelt sich um die Schnellzug-Dampflok S26 im Spur 1 Maßstab 1:32, von der ich zwei Varianten leihweise zur Verfügung hatte. Zunächst gibt es zwei kurze Probefahrten, dann zeige ich, wie ich eine der beiden Loks auspacke und danach folgen viele Detailansichten und weitere Probefahrten. Jetzt zeige ich, wie sorgfältig so ein Spur 1 Modell üblicherweise verpackt ist. Das ist meines Erachtens auch wirklich angebracht, denn die Märklin-Lok hat ja auch einen stolzen Listenpreis von über 3.500 €. Sie bringt samt diesem 1 Meter langen und 28 cm hohen Schutzkarton 11,7 Kilogramm auf die Waage. Innen befinden sich ein Fläschchen Dampföl, Styropor-Füllmaterial und der eigentliche Originalkarton mit der Lok. Dieser Originalkarton wiegt 10,6 Kilogramm und ist 93 cm lang, 20 cm hoch und 17,5 cm breit. Jetzt komme ich der Lok langsam näher. Zum Lieferumfang gehören diese Stoffhandschuhe, diverse Unterlagen, darunter noch eine Pipette fürs Dampföl, links eine Vorbildschraubenkupplung, Kolbenstangenschutzrohre und ein Gabelschlüssel. Und rechts Umrüstteile für den Tender sowie vorbildgerechte Trittstufen, die man für die Vitrinenpräsentation anbringen kann. Nun ein Blick in die mitgelieferten Unterlagen. Zunächst gibt es eine 12-sprachige Garantieurkunde, die wohl vom Händler auszufüllen ist. Dann folgt ein Heft mit Detailinfos zur Programmierung von Parametern des Multiprotokoll-Digitaldecoders in 6 Sprachen mit jeweils 6 Seiten. Und schließlich kommt noch die 40-seitige Bedienungsanleitung. Auch sie ist in 6 Sprachen bedruckt.
Jetzt wird es aber wirklich Zeit, dass ich die Lok auspacke. Für eine sichere Handhabung sind die Lok und der Tender fest mit diesem 82 cm langen und 15 cm breiten Präsentationsbrett aus Aluminium verschraubt. Das Ganze wiegt übrigens momentan immer noch einiges, und zwar 8,1 Kilogramm. Als nächstes zeige ich kurz, wie die Lok und der Tender vom Brett getrennt werden. Nun müssen noch die Bolzen mit dem Gabelschlüssel gelöst und entfernt werden. Und zu guter Letzt ziehe ich jetzt noch die Schaumstoffschutzstreifen über den Vor- und Nachlaufrädern heraus. Nachdem die S26 gerade so schön liegt, gibt es hier gleich noch ein paar Details. Zunächst zeige ich, wie beweglich das Vorlaufdrehgestell und die Vorlaufräder sind. Bei der Gelegenheit auch gleich ein Blick auf das nachgebildete Innentriebwerk. Ich bewege hierzu mal kurz die vorderen Treibräder ein wenig. Als nächstes folgen die beiden gigantischen Treibräder des Modells. Sie haben einen Raddurchmesser von ca. 69 mm. Die vordere Treibachse lässt sich horizontal etwa 2 mm verschieben. Die hintere enthält das Getriebe für den Antriebsmotor. Hier sieht man noch eine der Kuppelstangen des Innentriebwerks. Und das ist der Sensor für den radsynchronen Dampfloksound. Zur Stromversorgung des Multiprotokoll-Digital-Decoders dient übrigens in der Lok selbst nur der hintere Treibradssatz. Im Tender werden aber alle 4 Radsätze dafür verwendet. Jetzt noch ein Blick auf das Nachläuferdrehgestell, das natürlich ebenfalls sehr beweglich sein muss, damit die Lok enge Bögen und auch Gegenweichen mit nur 1020 mm Radius bewältigen kann. Und hier auch gleich die Kulissenführung für den Tender-Kupplungshaken. Nun ist kurz der 16-polige elektrische Steckverbinder und der Kupplungshaken im Tender zu sehen. Er hat 2 Ösen zur Kupplung in unterschiedlichen Abständen. Bei langer Kupplung für den Einsatz auf engen Gleisradien und bei kurzer Kupplung für ganz große Gleisradien. Auch die Tender-Drehgestelle sind gut beweglich und die Achsen haben abgefederte Kugellager. Am Tender befindet sich wieder wie bei allen Märklin Spur 1 Loks eine schlanke Telex-Clown-Kupplung für die bequeme elektrische Entkupplung von Waggons. Wer möchte, kann diese aber abschrauben und gegen die mitgelieferte Vorbildschraubenkupplung ersetzen. Zudem lässt sich in diesem Fall auch der hintere Teil des Drehgestellrahmens gegen einen vorbildgerechten ersetzen. Noch kurz zur Montage der weiteren Zurüstteile. In diesem Beutel befinden sich vorbildgerechte Nachbildungen von Kolbenstangen, Schutzrohren und Ventilen für die äußeren Zylinder, sofern man das Modell auf ganz großen Radien fahren lassen kann. Zur Erhöhung der Griffigkeit beim Anschrauben nutze ich einen dünnen, auf die Schutzrohre aufgeschobenen Schrumpfschlauch. Und dieses Prinzip hilft auch bei den kleinen Ventilnachbildungen. Die serienmäßig montierten Trittstufen unter dem Führerstand stehen für den Einsatz auf engen Gleisradien ab 1020 mm sehr weit ab.
Sie können aber mit einem Schraubendreher gelöst werden und ein wenig nach innen verschoben werden. Alternativ lassen sie sich komplett abschrauben und gegen vorbildgerechte, senkrecht nach unten stehende Trittstufen ersetzen. Deren Montage erfordert aber leider etwas Gewalt. Jetzt steht die 7,15 Kilogramm schwere S26 auf einem Rollenprüfstand und der auf einem Drehteller, um die Lok rundherum mal aus der Nähe anzusehen. Dabei spiele ich gleich auch einige der im Digitaldecoder enthaltenen per Funktionstaste aktivierbaren Geräusche ab. Zunächst der Lokpfiff in Abhängigkeit von der Länge des Tastendrucks. Ein Rangierpfiff, das Sanden, der Kipprost, noch einmal der Kipprost, jetzt aber mit etwas Pause vor dem Wiederlösen der Funktionstaste. Der Injektor, die Wasserpumpe, auch hier ist das wieder in Abhängigkeit von der Dauer des Tastendrucks. Jetzt mal ein bisschen länger. Das Dampf ablassen. Ein Geräusch des Kuppelns in Verbindung mit der elektrischen Betätigung der Telex-Kupplung am Tender. Die Luftpumpe. Das Geräusch des Kurbelns der Steuerung kann man mit Funktionstaste 30 zuschalten. Es wird dann aber immer nur abgespielt, wenn man die Fahrtrichtung wechselt. Das Sicherheitsventil. Das Kohlenschaufeln des Heizers. Diese Funktion schauen wir uns nachher mal bei 18 Minuten und 40 Sekunden des Videos ganz genau an. Als nächstes das Wasserfassen. Das Kohlenfassen. Auch auf diese Funktion gehe ich nachher nochmal ein, und zwar ziemlich genau bei Minute 20 des Videos. Nun das Sand nachfüllen.
Typische Umgebungsgeräusche eines Bahnhofs. Natürlich gibt es auch einen Schaffnerpfiff. Und eine Bahnhofsansage durfte natürlich auch nicht fehlen. Zum Personenzug nach Landstuhl über Neustadt und Kaiserslautern bitte einsteigen. Die Tiere schließen und aufpassen, wenn der Zug losfährt. Die Bahnhofsansage ist übrigens bei jeder Lokvariante der S26 anders programmiert. Dies kann ich aber jetzt nur am Beispiel der Museumslok vorführen, von der ich nun auch gleich einige Details zeige. Nürnberg Hauptbahnhof, hier Nürnberg Hauptbahnhof, auf Gleis 1 oder Einfahrt, der Sonderzug mit der bayerischen S26 zur A3001. Bitte Vorsicht am Bahnsteig. Das Auspacken dieser Lok habe ich natürlich nicht auch noch gefilmt. Ich denke, dass wir uns das wirklich sparen können. Aber es gibt noch einen weiteren netten Sound, den man mit Funktionstaste 24 auslösen kann. Und zwar eine ausführliche Ansage mit Informationen über das Vorbild der Märklin-Lokmodelle. Bereits im Jahr 1907 erreichte die S26 3201 eine Höchstgeschwindigkeit von knapp 155 km pro Stunde. Diese damals fast unglaubliche Geschwindigkeit erreichte das Einzelstück durch seine Stromlinienform. Diese Geschwindigkeit war zu jener Zeit ein Rekord auf dem europäischen Kontinent. Mit 2,20 Meter hatte die Lokomotive ungewöhnlich große Treibräder. Diese beiden Treibradsätze waren der Antriebsteil von insgesamt 6 Radsätzen, deshalb auch die Bezeichnung S26. Die Erkenntnisse des Betriebes und der vielen Testfahrten mit diesem Unikat waren die Grundlage für die Entwicklung der S36. Heute steht die 83 Tonnen schwere und 21 Meter lange Lokomotive mit der Bezeichnung S26 3201 im DB-Museum in Nürnberg. Als nächstes ein Blick in den Führerstand der S26. Zunächst die Museumslok-Version von Märklin. Und nun der Führerstand der Epoche 1 Variante für den Einsatz im damaligen linksrheinischen pfälzischen Netz. Jetzt zu einem der Highlights des Modells. Märklin hat nämlich erstmals in einem Führerstand den Heizer bei seiner Arbeit zum Leben erweckt. Damit aber noch nicht genug, denn parallel zum Kohlenschaufeln wird bei diesem Modell sogar ganz langsam der Kohlenvorrat im Tender weniger. Mit den bloßen Augen sieht man das aber gar nicht, sondern nur bei Wiedergabe im Zeitraffer. Dreieinhalb Minuten später ist nun die tiefste Position erreicht und über die Funktionstaste 26 kann man auf Knopfdruck wieder Kohlen fassen. Jetzt zeige ich kurz, wie das mit den Kohlen funktioniert. Sie sind aus einem flexiblen, gummiartigen Material gefertigt. Bewegt werden sie durch einen Seilzug und einen ganz stark untersetzten Motor, der sich im Kohlenkastenaufsatz des Tenders befindet.
Hier sind die elektrischen Kontakte für diese Antriebseinheit. Hier befinden sich 4 Magnete zur Fixierung. Und das sind einige der Zahnräder zur Untersetzung des Seilzugs. Außerdem befindet sich im Tender ein Multiprotokoll-Digitaldecoder für Märklin MFX, DCC und Motorola, sowie eine Energiepuffereinheit zur Stromüberbrückung von verschmutzten Gleisen und schließlich noch ein Lautsprecher mit einer Schallkapsel. Ein zweiter Lautsprecher ist vorne im Kessel der Lok untergebracht. Das nächste technische Highlight ist die filigran nachgebildete Steuerung. In Verbindung mit dem Fahrgeräusch sieht man sehr gut, dass sich die Steuerung bewegt, bevor die Lok losfährt. Nachdem die Lok etwas gefahren ist, wird die Steuerung ein gutes Stück zurückgenommen . Und nach dem Abbremsen geht sie retour in die Neutralstellung. Hier sehen wir die Steuerung bei Vorwärtsfahrt. Jetzt wechsle ich die Fahrtrichtung und zeige die Steuerung nochmal bei einer Rückwärtsfahrt. Hier bewegt sich der Hebel dann vor der Anfahrt aus der Neutralstellung nach oben. Und schließlich noch ein Blick auf die Lokführerseite, wo sich ja auch der Steuerhebel befindet. Zunächst wieder bei einer Vorwärtsfahrt. Gerade war nun auch das Bremsenquietschen zu hören, das man aber auch per Funktionstaste deaktivieren kann. Abschließend fahre ich auch nochmal rückwärts. Als letztes Technikdetail zeige ich jetzt noch den Dreifach-Rauchentwickler im Einsatz. Hierzu müssen ein paar Milliliter vom mitgelieferten Dampföl mit einer Pipette oben in den Schornstein eingefüllt werden. Aktiviert wird der Rauchentwickler über die Funktionstaste 1 und nach ein paar Sekunden geht es langsam los. Während der Fahrt sieht man schön, dass Schieber in den Zylindern dafür sorgen, dass abwechselnd vorne oder hinten unten etwas Rauch austritt. Und schließlich wird auch noch eine Öffnung bei der Dampfpfeife bei Betätigung des entsprechenden Geräuschs mit Dampf gespeist. Das Ganze ist aber nachher bei den Probefahrten noch ein paar Mal sehr gut zu sehen. Nun zu den ersten Probefahrten. Hier zeige ich, wie gut die S26 enge Gegenweichen mit nur 1020 mm Abzweigradius bewältigt.
Momentan fährt sie in der niedrigsten Fahrstufe bei zusätzlich aktiviertem Rangiergang. Für 1 Meter braucht sie hierbei 24,5 Sekunden. Das entspricht einer Vorbildgeschwindigkeit von etwa 4,7 Stundenkilometern. Nun auch noch kurz die Museumslok in der niedrigsten Fahrstufe. Abschließend noch 2 per Central Station Digitalzentrale automatisierte Pendelfahrten mit Sound und Rauch. Als erstes zeige ich die Museumslok-Variante mit Blick auf die Heizerseite. Nürnberg Hauptbahnhof, hier Nürnberg Hauptbahnhof, auf Gleis 1 oder Einfahrt, der Sonderzug mit der bayerischen S26 zur A3001. Bitte Vorsicht am Bahnsteig.
Jetzt kommt auch noch die zweite Testfahrt. Diesmal die Epoche 1 Version der S26 mit Blick auf die Lokführerseite. Zum Personenzug nach Landstuhl über Neustadt und Kaiserslautern bitte E-Steige. Die Tiere schließe und aufpasse, wenn der Zug losfährt. So, das war's für heute. Ich hoffe, mein sehr ausführliches Unboxing-Video mit den zwei S26 von Märklin hat Spaß gemacht. Schön, dass Sie auf meinem Kanal vorbeigeschaut haben. Ich sage Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.